So. So, also pass auf. Ja, ich wollte mal was für meine Gesundheit tun, fürs Immunsystem. In Klammern denkst du, denn ich bin mit dem Elektrorad unterwegs. Aber mein Elektrorad ist auch ein bisschen krank. Und deswegen bin ich jetzt hier und mache ein paar Messungen mit Multimeter. Ich habe auch schon den Kundensupport angeschrieben und er meinte, es ist wahrscheinlich die Batterie. Also Symptome sind folgende. Ich kann damit fahren, ganz normal, aber ab einer gewissen Reichweite. Wenn ich dann eine längere Pause mache, zum Beispiel an einer Ampel oder vor einem Laden und dann wieder losfahren will, dann ist der unterstützende Antrieb auf einmal weg. Hat sich der Motor anscheinend abgeschaltet. Und auch wenn ich dann hinten auf das Knöpfchen drücke, um die Batterie nochmal neu zu starten, geht nichts mehr. Das Display funktioniert alles noch, die Reichweite wird alles normal angezeigt und so. Display funktioniert dann noch ganz normal. Aber Fahren ist dann nur mit reiner Muskelkraft möglich und ohne unterstützenden Antrieb. Warum auch immer. Das Problem lässt sich kurzweilig lösen, indem ich die Batterie hinten einmal ganz rausziehe, dann wieder reindrücke, Display anmachen, losfahren, dann funktioniert es wieder. Der Kundensupport meinte, ich soll mal mit einem Multimeter messen. Ist ganz gesund hier die Umgebung. Bin extra zu einer landschaftlich schönen Umgebung gefahren, damit der Wellness-Effekt größer wird. Denn an die frische Luft gehen ist ja erlaubt und es ist ja auch gut fürs Immunsystem und für die Gesundheit und so. Frische Luft tut gut und kann auch helfen in dieser Situation. Natürlich ist Sport möglich oder spazieren gehen, aber entweder allein oder mit der Familie. Wenn man immer nur rumsitzt zu Hause, dann wird man ja ganz verweichlicht. Und hier ist ja auch keiner, den ich anstecken kann, oder? Man weiß es nicht. Kundensupport meinte, ich soll mal die Spannung messen. Habe ich erst gefragt, was ich denn messen müsste und wo ich messen müsste. Haben sie gesagt, zwischen 41 und 42 Volt und ich habe genau 41,6 Volt gemessen. Die Batterie ist jetzt frisch aufgeladen, 13,77. Ich schalte jetzt die Batterie an. Das sollte doch genug sein, ne? Dann dachte ich, mache ich mal eine Messreihe, fahre ich mal los und messe mal die Spannung über der Reichweite. Der Reichweitenanzeige. Was das Display anzeigt, habe ich keinen Einfluss drauf. Wie das genau gemessen wird, weiß ich auch nicht. Ich habe alles Mögliche gefragt, den Support. Ich muss dazu sagen, dass ich echt häufig Supportanfragen an alle möglichen Leute sende. Und meistens kommt etwas nicht zufriedenstellendes, einsilbiges, einsätziges zurück. Kaufen Sie eine neue Batterie, dann haben Sie Ihr Problem gelöst. Dazu mal ein kleiner Ausschnitt von Vera Birkenbiel zum Thema Service. Kunden wollen Service nicht bezahlen. Service kostet Geld. Ist klar, wenn die Welt voller Haie ist, dass niemand bereit ist, einen fairen Preis zu zahlen, weil Haie zahlen keine fairen Preise. Weiß man doch. Und wenn das Ihre Metapher ist für Ihren Kunden, brauchen Sie sich nicht wundern, wenn Sie keinen finden, auch nicht mit der Lupe, der bereit ist, für Qualität und Leistung zu bezahlen. Aber Ihre Wettbewerber finden die. Ich garantiere es Ihnen, weil die gibt's auch. Jetzt haben Sie eine materielle und eine immaterielle Ebene. Wenn Sie die Reklamation auf der Sachebene, auf der materiellen, zu 100% lösen, aber Sie kommunizieren nicht gut, dann kriegen Sie einen Faktor 4. Faktor 4 heißt, obwohl Sie das Problem gelöst haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie diesen Kunden trotzdem verlieren, um ein Vierfaches höher als bei einem Kunden, der überhaupt kein Problem hatte mit Ihnen. Wenn Sie es auf der materiellen Ebene nicht einmal zu 100% oder zu 100% lösen, manchmal geht's nicht ganz, aber Sie kommunizieren gut, kriegen Sie einen Faktor 6. Faktor 6 heißt, die Kundentreue ist um ein Sechsfaches höher als bei einem Kunden, der keinen Anlass hatte zu reklamieren. Wir sind nicht mehr im Industriezeitalter. Das Materielle ist nicht mehr das Wichtige. Herr Lange-Prolius hat auch gesagt, dass Qualität und Leistung die Vorausbedingungen sind in der Zukunft und nicht das Ziel. Das heißt, nicht nur ich als Kunde bin ein besserer Kunde für den, sondern ich erzähle das natürlich auch rum. Auch klar. Und dann heißt es ja immer, wurde auch schon gesagt hier, dass ja die Neuakquise viel teurer ist als das Halten eines Kunden. Bitte überlegen Sie noch was ganz anderes. Wenn Sie einen neuen Kunden mit viel Geld akquiriert haben, wie lange brauchen Sie denn, um eine Beziehung aufzubauen zu ihm? Das geht doch nicht über Nacht. Das kostet doch wieder 1 bis 2, 3 Jahre oder was. Das wird ja gar nicht einkalkuliert. Und hier haben Sie die Chance. Was haben Sie denn, wenn Sie das hier hinter sich haben? Sie haben ein gemeinsames Erlebnis und das verbindet und das ergibt eine Kundenbindung. Ist doch logisch. Service schafft Kundenbindung. Also ich denke, ich hole einfach mal ein Angebot ein für eine Batterie. Ich habe natürlich schon meinen Expertenvater gefragt und er meinte, ich soll mir irgendeine billige Batterie aus China holen, wenn das passt. Er hat mir auch gleich ein paar eBay-Links geschickt. Hier eins für 180 €. Berlin-Versand, immerhin. Ne? Allerdings nur 10 Ampere-Stunden. Ich habe aktuell 11 und es sieht so aus, als müsste ich dann den ganzen Gepäckträger umbauen, abbauen und dann neu verkabeln hier. Dann noch eins für 220 von China, Hongkong, Taiwan. Nur das Problem ist, das Fahrrad ist ja nur eine Leihgabe. Und ich kann jetzt hier nicht an einem fremden Fahrrad alles Mögliche umbauen. Ach, muss ich vergleichen, muss ich ein Angebot einholen. Dann hat er mir noch Links geschickt von 2 Firmen, die Akkus wieder aufbereiten bzw. reparieren. Oft deutlich günstiger als neuer Akku. Und schützt außerdem Natur und Umwelt. Akku refreshed oder neu. Damit läuft Ihr E-Bike wieder rund.
umfangreiches Know-how bei nahezu allen elektrotechnischen Fragen. Oh, ich freue mich schon, dem mal Fragen zu schicken. Vielleicht bekomme ich dann endlich mal zufriedenstellende Antworten. Auch hier zählen Austausch, Umbau auf Lithium-Ionen, Diagnose und auch Neuakkus, weitere Arbeiten auf Anfrage. Super interessant. Ich traue mich nicht. Soll ich wirklich anfragen? Ich bin so ein bisschen... Ich traue mich nicht mehr zu fragen, weil hier eine kleine Zusammenstellung meiner Support-Fragen plus Antworten des technischen Supports. Frage nach Fehler. Antwort: Der Akku ist der Grund. Höherer Verschleiß der Akkuzellen, bla bla. Frage: Was kann ich von zu Hause aus tun? Der Weg zum Fachhändler ist unerlässlich. Spannungsprüfung via Multimeter. Und dann habe ich dummerweise durchblicken lassen, dass ich E-Techniker bin und zu Hause einen Multimeter habe. Hab nach einer Skizze gefragt. Ja, das war blöd. Tut mir leid, weil es gibt zwar 6 Pins, aber das ist ja... Erstens waren es die äußersten beiden und zweitens war Plus und Minus ganz schwach auf dem Plastik gekennzeichnet durch so Symbole. Ne? Hatte ich nicht gesehen, als ich das geschrieben habe. So, Elektroplan haben wir leider nicht. Elektroplan des Antriebs. Ein Schaltplan des elektrischen Antriebs, den wollte ich ja gar nicht. Verweis auf die weiteren Hersteller wird nicht zur Verfügung gestellt. Nee, sowas ist nicht üblich. Keine andere Info. Meine nächste Frage. Sagen Sie mir einfach nur, was ich messen muss. Ich wollte verhindern, dass ich erst was messe, ihm das schicke und der dann behauptet, dass das zu wenig wäre. Und dann sagt er, ja, die Ausgangsspannung im maximal geladenen Zustand sollte bei 41 bis 42 Volt liegen. Nächste Frage. Ich scroll mal schon mal runter. Als es so schwierig war, beim Support irgendwas zu erreichen, habe ich dann so doofe Kommentare geschrieben wie, ja, ich könnte das ja aufmachen hier und dann könnte ich die einzelnen Zellen messen. Haben Sie da einen Schaltplan? Ich glaube, dann wurde er ein bisschen sauer auf mich und hat gesagt, er verweist mich an die Elektrorad-Service-Abteilung. Palim, palim. Hat funktioniert. Hier ein kleiner Ausschnitt, was ich damit meine. Palim, palim. Herzlich willkommen beim Kundenservice. Wählen Sie bitte, worum es geht. Hoch auf dem gelben Wagen. Ich möchte ja gerne noch... Das war immer noch keine gültige Eingabe. Sie können für Ihre Auswahl auch die Telefontastatur benutzen. Also, sagen Sie bitte Beratung oder drücken Sie die 1. Oder sagen Sie Störung oder drücken Sie die 4. Ich möchte ja so gerne noch warten, aber der Wagen, der rollt. Palim, palim. Palim, palim. Noch keine gültige Eingabe. Dann verbinde ich Sie jetzt mit einem passenden Berater. Einen Moment bitte. Das ist Trick 17. Wenn man nichts erreicht, muss man einfach die wildesten Fragen stellen, bis derjenige aufgibt und mich weiterleitet. Nächste Frage. Kann man die Batterie bei Ihnen, beim technischen Support, bei dem Hersteller des Fahrers, kann man die einschicken und reparieren lassen? Ich glaube, das habe ich ein bisschen verwechselt. Mein Laptop habe ich schon mal einschicken lassen bei Acer, nachdem die Garantie abgelaufen war. Und der Typ war so nett. Der hat gesagt, Respekt. Andere hätten sich schon längst einen neuen Laptop gekauft und sie lassen den reparieren. Das finde ich gut. Hier wird nichts weggeschmissen. Okay, Zellenaufbereitung bieten wir nicht an. Und es ist auch keine Firma bekannt, die das macht. Wir empfehlen eindeutig den Erwerb eines neuen Originalakkus. Ja, dann hatte ich ja so ein schickes, schniekes PDF mit Messungen und Beschreibungen und Fotos und alles eingereicht. Und ich glaube, das war zu viel des Guten. Darauf ist leider überhaupt nicht eingegangen. Ich habe mich ein bisschen so gefühlt wie so ein kleines Kind, was Beachtung will. Schau mal hier, was ich gemacht habe. Und dann wurde es noch nicht mal, in Kenntnis genommen. Auf dass ich sowas nie wieder mache. Aber mein Ego hat sich davon nicht unterkriegen lassen. Ich habe dann einfach mal so getan, als würde ich Projektleiterin sein und wollte mir ein Angebot für einen neuen Akku einholen. Eventuell mit verschiedenen Posten, mit verschiedenen Energiespeichervermögen. Ich habe jetzt gedacht, ich kriege ein schickes PDF zurück, so mit Header, Futter und tabellarische Auflistung. Aber er hat mir einen Einzeiler zurückgeschrieben. 11 Ampere-Stunden, das was ich jetzt habe, für 550 €. Oder 14 Ampere-Stunden für 630 €. Habe ich meinem Expertenvater erzählt, meinte der, dafür kriegt er 2 ganz neue Elektroräder. Ja, und das glaube ich dem. Der arme Kundensupport tat mir schon so leid, aber ich wollte noch eine kleine Sache klären, um meinen Zufriedenheitsgrad zu erhöhen. Und zwar bat ich ihn um eine kleine fachliche Einschätzung, ob es denn wirklich am Akku liegen kann, wenn doch die Ausgangsspannung bei 41,6 Volt liegt. Antwort: Analyse aus der Ferne ist natürlich schwierig. Hier BMS kann für diverse Fehler verantwortlich sein. Hier noch ein kleiner Schmankerl aus meinen anderen Support-Anfragen. Das ist noch aus einem älteren Video von mir. Ich habe ihn gefragt nach den Verschiebungsströmen und nach dem Power-Factor. Und diese finalen 2 Sätze hier, die treffen es eigentlich ziemlich genau. Stellvertretend für alle möglichen Support-Antworten. Sollte es wichtige Gründe geben, könnten wir versuchen, Ihre Fragen über unsere Fabrik klären zu lassen. Allerdings ist dies oftmals mit einem erhöhten zeitlichen Aufwand versehen und wird daher nicht aus reiner Neugierde in die Wege geleitet. Also mein Vater hat auch gemeint, die verdienen wahrscheinlich so 60 € die Stunde. Ich so, 60 €? Das ist ja bedeutend mehr, als ich verdiene.
Nee, Quatsch. Er meinte, jemanden zu beauftragen, den Fehler zu suchen, kostet 60 € die Stunde. Stattdessen wird dir vorgeschlagen, lieber ein neues Teil zu kaufen. Das neue Teil zahlst du. Und das einzubauen, einzulöten, kostet dann nur 30 € die Stunde. Und deswegen machen die das, suchen die keine Fehler, quatschen die nicht lange, weil das kostet auch Geld. Neu kaufen, einbauen und gut ist. Und ich habe mich dann auch gefragt, wer das Know-how hat, so ein ganzes Elektrorad zu konzipieren, zu entwickeln, herzustellen und zu verkaufen, der muss doch Ahnung von dem haben, was er da aufgebaut hat. Meinte mein Vater, nö. Die kaufen sich die Teile fertig irgendwo aus Asien, bauen das zusammen und wie das genau funktioniert, brauchen die gar nicht zu wissen. Fand ich interessant. Ich meine, ich habe keine Ahnung, wie es wirklich ist, aber interessant. Und hier sind meine Messergebnisse. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Auf der X-Achse die Reichweite, blaue Stufe 3, orange Stufe 2 und grau Stufe 1. Ich habe quasi jeden Kilometer einmal abgestiegen, rausgezogen und gemessen. Und ich habe es immer so gemacht, kurz nachdem dann im Display das umgeschlagen ist, quasi dekrementiert hat. Decrement? 1 runtergegangen ist. Zwischen den ersten beiden Messpunkten liegt allerdings eine Differenz von 3 Kilometern. Ich weiß nicht, der ist irgendwie von 55 direkt auf 52 Kilometer runtergegangen und danach aber in 1 Kilometer Schritten. Was war da los? Fragen über Fragen. Es wird immer total super interessant. Wenn man das interpolieren würde bis zur Nulllinie, also Kilometer Null, müsste ungefähr 30 Volt rauskommen, oder? Und ich habe das Ganze nochmal normiert auf die Reichweite in Prozent. Und auch hier hat die Batterie maximal so 41,6 Volt und geht runter bis auf 30,7 im Durchschnitt. Und was meint ihr Experten da draußen, da drin am Bildschirm? Also ich bin mir da ein bisschen unsicher, dass es allein an der Batterie liegen sollte. Also ganz offensichtlich funktioniert ja alles noch unter gewissen Bedingungen und unter anderen Bedingungen eben nicht. Also es ist irgendwie meiner Meinung nach irgendwie so ein elektronischer Softwarefehler. Vielleicht irgend so ein Threshold, irgend so ein Schwellenwertfehler. Auf Englisch Threshold. Vielleicht denkt er irgendwas Falsches, der Motor. Oder kriegt irgendwas Falsches gesagt, weil irgendein Schwellenwert unterschritten wird, wo er sich dann abschalten soll. Was man dann umgehen kann, indem man halt wieder nochmal alles rauszieht, reinzieht, ja. Hello, IT? Have you tried turning it off and on again? Yeah, have you tried turning it off and on again? Hello, IT? Something's wrong with my computer. Have you tried turning it off and on again? No. Oh dear, thanks. Aktuell 39,9 Volt. Ich bin natürlich jetzt schon einiges gefahren, ne? Die Batterie, der Akku schaltet sich nach einer Weile ja ab oder beziehungsweise nach einer gewissen Zeit legt er nicht mehr die Spannung an den Pins. Die Batterie hat natürlich intern noch die Spannung wie vorher. Und dann eiert die Spannung immer so ein bisschen rum, wenn man die misst mit dem Multimeter. Bei etwa 13 Volt. Die Batterie ist aus und wurde lange gelagert. Länger nicht in Betrieb genommen. Hier haben wir 6 Pins. Hier steht Minus, da steht Plus. Die Spannung eiert ein bisschen rum. Und dann kann man sie hier wieder einschalten. Aber selbst das hilft nicht, wenn der Motor einmal ausgegangen ist, nachdem ich das irgendwo länger geparkt habe. Da hilft nur rausziehen, nochmal reinziehen. Also, have you tried to turn it off and on again? Yes. Ja, hat jemand Ideen? Ich suche noch Ideen, also Erfahrungen, ich habe da keine. Wo soll ich das wissen? Ich gebe mir ja Mühe hier, das herauszufinden. Und das ist jetzt nur ein weiterer Teil meiner Bemühungen, ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Ich kann es natürlich noch in ein Forum schreiben, aber ich muss mal aufpassen jetzt, was ich im Internet veröffentliche. Nicht, dass ich da irgendwie... Ich meine, das sind ja auch nur Menschen und die helfen mir ja auch. Also die sind mit mir im Kontakt und sehr nett. Also sind Autowerkstätten eigentlich auf? Ist das System relevant? Und haben Fahrradläden auf? Fahrrad kannst du ja selbst reparieren. Klammern, denkste. Dann noch der Vollständigkeit halber ein paar Infos zum Fahrrad. Was das Fahrrad bis jetzt alles geleistet hat, ist glaube ich auch noch wichtig, um zu erörtern, ob die Batterie wirklich kaputt sein könnte. Aktueller Tachostand zum Ende der Messung 3614 Kilometer. Was ist eigentlich, wenn ich mir jetzt auf Rat des technischen Supports eine neue Batterie zulege und dann stellt sich heraus, dass das gar nicht der Grund für den Fehler war? Kann ich dann meine Reklamation reklamieren? Und dabei muss ich mich jetzt mal outen. Ich hatte neulich einen Unfall vor 1,5 Monaten. War nicht so schlimm, ne? Kennt ihr das, wenn es so Straßen gibt, wo dann im Asphalt so Schienen eingeteert sind, ne? Und dann versucht man da als Fahrradfahrer so drüber zu kommen. Man fährt schon langsam, ich wollte eigentlich links abbiegen, ne? Hab dann so, wupp, war anscheinend zu langsam und bin dann irgendwie in dieser Schiene irgendwie hängen geblieben und wupp, einmal zur Seite um. Änderungen der gravimetrischen Stabilität resultieren in... Bumm. Bestätigt.
Ich bin nicht verletzt. Also das Fahrrad hat die Straße von der Seite geküsst. Es ist passiert. Ich hatte meinen ersten Unfall mit dem Elektrofahrrad. Hab mich voll auf die Fresse gelegt. Hab meinen Helm getragen, hat mir aber nichts genützt, weil ich nicht auf den Kopf gefallen bin, sondern auf Knie und Hände. Also folgendes. Das geht ganz auszuklappen, der Arm, aber der nicht. Und der ist ein bisschen dick hier am Ellenbogen. Hier ist der Ellbogen, alle Gelenke sind in den Gelenkpfannen, so wie sie sein müssen. Bei den Handwurzelknochen auch. Links und rechts. Das ist die Hand auf Hochkant. Muss ich einfach ein bisschen schonen, dann geht das schon. Ich habe noch nicht mal ein Tape gekriegt. Tetanus muss ich auch nicht impfen lassen, weil die Hose gar nicht kaputt gegangen ist und ich dicke, fette Handschuhe getragen habe. Keine Schöpfung. Hat mich so gefragt, sind Sie gegen Tetanus geimpft? Ich so, nee. Wo sind Sie denn geboren? In Aachen. Achso, jetzt. Total unspektakulär eigentlich. Es wird wahrscheinlich ein blauer Fleck, blauer, grüner, mehr nicht. Ich habe was draus gelernt und werde vorsichtiger sein. Es tat mir voll leid, da zum Krankenhaus zu gehen, weil es war ja kein Notfall. Hätte auch zu Hause bleiben können. Und ich hatte hinten noch einen Anhänger dran und dem Anhänger ist auch nichts passiert. Und der Anhänger hat wahrscheinlich verhindert, dass das Fahrrad irgendwie weiter weggeflogen ist. Also das Fahrrad ist einfach nur so bupp und ich auch bupp. Ist natürlich ein Fallschaden aus Fahrradhöhe. Ach, hier ist es so schön. Die Vögel zwitschern, die Ameisen krabbeln, die Hummel. Freunde der Hummeln. Insekten brauchen nicht uns, wir brauchen Insekten. Aber davon weiß ich nichts. Und tut es einfach. Und wunderschön und faszinierend sind sie sowieso. Eine Wildbiene bestäubt bis zu 5000 Blüten an einem Tag. Das ist das erste Mal, dass ich in so einem Käferhotel tatsächlich ein Insekt antreffe. Da ist eine Biene drin. Ich habe echt eine Stelle gesucht, wo ich ein bisschen Privatsphäre habe. Und bin hier das Unterholz, hoffentlich habe ich jetzt keinen Platten. Naja, ich fahre jetzt mal nach Hause, mache noch ein paar Messungen unterwegs. Das dauert ganz schön lange. Ja, vielen Dank für die Hilfe, für die Infos. Ich bin ein bisschen erkältet. Ein Grollhusten. Passiert. Ja, ich gebe mir Mühe, wieder gesund zu werden. Und ums Fahrrad kümmere ich mich auch, dass das auch wieder gesund wird. Hätte ich den Helm nicht, würde ich noch mehr Sonne abkriegen. Wegen Vitamin D und so. Sonne, Hormon ist wichtig hier. Fürs Immunsystem. Auf geht's, weiter geht's. Das arme Fahrrad ist krank. Und ich auch. Natürlich nur aus Solidarität. Ja, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.